Hallo ihr Lieben, ich bin Jenny von Jeder kann häkeln und heute beantworte ich mal eine Frage, die mir per E-Mail gestellt wurde. Denn ich glaube, dass das für einige von euch interessant sein könnte, besonders natürlich für diejenigen, die gerade erst mit dem Häkeln angefangen haben. Und zwar geht es um die erste Reihe nach dem magischen Ring, also die Reihe, in der zum ersten Mal Zunahmen gehäkelt werden. Da zeige ich euch jetzt, wo man eigentlich einstechen muss, wo die Runde anfängt, wo die Runde endet und wie es danach weitergeht. So, die ersten 6 festen Maschen habe ich hier schon gehäkelt. Das heißt, meine erste Runde ist hier schon vollständig und wir beginnen gemeinsam mit der zweiten Runde. Und was ich euch jetzt zeige, gilt eigentlich nicht nur für meine Häkelanleitung, denn der Anfang nach dem Fadenring ist eigentlich immer bei allen sehr ähnlich aufgebaut. Und gerade als Anfänger ist es am einfachsten, die Maschen ganz einfach abzuzählen. Ihr beginnt also mit der Masche direkt an eurer Häkelnadel. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und diese 6. Masche ist die erste Masche eurer zweiten Runde, mit der beginnen wir also jetzt. Ihr häkelt also jetzt dort eure erste feste Masche der Zunahme. Und in genau dieselbe Einstichstelle, also in die gleiche Masche, häkelt ihr jetzt noch einmal eine feste Masche, denn für eine Zunahme brauchen wir ja 2 Maschen statt nur einer. Und dann könnt ihr auch direkt nochmal euren Gegencheck machen, also wieder abzählen. 1, 2, 3, 4, 5 Maschen sind noch übrig, denn die beiden Maschen hier oben sind ja die 2 Maschen der ersten Zunahme. Das bedeutet, wir brauchen noch 5 Zunahmen. Dann wisst ihr, ihr seid auf dem richtigen Kurs. Also kommt die nächste Zunahme in diese Masche. Ihr häkelt also wieder 2 feste Maschen auf einmal in diese Masche. Und das gleiche macht ihr jetzt auch für die weiteren 4 Maschen der Runde. Eure zweite Runde ist somit beendet und ihr habt jetzt insgesamt 12 Maschen. Denn ihr habt 6 Zunahmen gehäkelt, 6 mal 2 ist 12. Dann wird ganz wichtig der Maschenmarkierer umgesetzt in die Schlinge auf eurer Häkelnadel, sodass ihr wisst, wo eure aktuelle Runde endet. Ihr seid jetzt also bereit für eure dritte Runde. Die dritte Runde besteht bei den meisten Amigurumi aus einer festen Masche, in die nächste Masche kommt dann eine Zunahme, wieder eine feste Masche und eine Zunahme. Und das wird dann für die ganze Runde fortgesetzt. Und wenn ihr diese Runde dann abgeschlossen habt, wird wieder der Maschenmarkierer umgesetzt und das ist wirklich was ganz Wichtiges, besonders für Anfänger, denn ihr kommt sonst durcheinander. Also das solltet ihr euch wirklich zu Herzen nehmen. Benutzt bitte einen Maschenmarkierer. Und die vierte Runde besteht dann aus 2 festen Maschen und einer Zunahme. 2 feste Maschen, eine Zunahme und das gilt dann wieder für die komplette Runde. Hier ist dann die erste Masche, die gehäkelt wird. In die nächste kommt auch die feste Masche, dann hier kommt die Zunahme rein, feste Masche, Zunahme und so weiter und so fort. Und genauso geht es dann auch für die restlichen Runden weiter. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Loshäkeln.